Herzlich willkommen bei Episode 3 unserer Reise. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Reiseabschnitt reisen wir zunächst entlang der Pyrenäen bei atemberaubenden Kulissen und wunderschönen Stellplätzen in der Natur. Dann passieren wir Lleida und besuchen einen Freund in El Perelló, mit dem wir wunderschöne Ausflüge in die Umgebung machen. Und zum Schluss besuchen wir noch auf den Spuren Gaudis die aufregende Hauptstadt Kataloniens, Barcelona. Ich hoffe, ihr habt wieder viel Spaß mit uns. Von Moulins à Rousse fuhren wir über eine enge Passstraße nach Bagnères de Luchon und nach einem kleinen Spaziergang durch dieses Städtchen ging es weiter zu einem faszinierenden Stellplatz in den Bergen ganz in der Nähe. Insgesamt fuhren wir knapp 60 Kilometer. Wir sind jetzt auf dem Pas Port Ballet. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wir sind also 1200 Meter ungefähr hochgefahren, um hier auf 1800 Meter zu landen. Das Wetter ist durchwachsen, neblig, leichter Nieselregen, aber es ist trotzdem faszinierend, wie es hier ausschaut. Hier wieder ein, wie heißt das, Upside Down? Umgekehrtes Schild. Ja, Ortsschild. Das haben wir jetzt öfters mal gesehen und wir werden echt jetzt recherchieren, was das bedeutet. Hier sind wir in Bagnères du Luchon. Ich habe erst gedacht, das sei der Partnerort meiner Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, in Tutzing. Aber das ist nicht so, da gibt es ein anderes Bagnères, das ist gar nicht so weit von hier. Aber hier ist Bagnères du Luchon und das ist sogar eine ganz alte Gemeinde. Sogar die Römer waren schon hier und haben den Weg durch die Pyrenäen verwendet. Und im Hintergrund seht ihr die Kathedrale Notre Dame. Wir befinden uns hier auf ca. 1700 Meter Höhe über Bagnères de Luchon. Ja, wir haben diesen Platz gewählt, weil morgen soll herrliches Wetter sein. Und da sollen wir eine super Sicht von hier aus haben. Es ist jetzt 7:45 Uhr am Morgen. Wir haben gerade das Fenster geöffnet und sehen diesen Blick. Also jetzt ist es wohl ungefähr gegen 11 Uhr. Wir sind noch vollkommen allein hier auf dem Platz. Das Wetter ist herrlich. Wir werden den ganzen Tag über arbeiten und am Abend hier leider wegfahren. Wir müssen weiter. In der Nacht war es schon ziemlich kalt. Also die Dieselheizung war die meiste Zeit an. Oben befindet sich das Gipfelhaus der Gondel von Bagnères. Hier ist ein kleines Skigebiet. Ich kann mir das im Winter wirklich nett vorstellen. Also die Pisten sind nicht leicht.
Das sind schöne Pisten, glaube ich. Nachdem wir diesen besonderen Stellplatz im Luchon verließen, füllten wir unser Wasser im Bagnere auf und fuhren weiter über die Grenze nach Spanien bzw. Katalonien in die gemütliche kleine Stadt Bozost. Das waren insgesamt ca. 40 Kilometer. Ja, gestern Abend sind wir in Spanien angekommen, in Katalonien, und haben dann einen Parkplatz gefunden, gleich im ersten größeren Örtchen, und das ist Bozost. Dieser Ort ist besonders bekannt für seine Kathedrale, die Kirche im Hintergrund Maria Himmelfahrt, die aus dem 12. Jahrhundert stammt. Kapelle von St. Fabian und St. Sebastian. Am Nachmittag fuhren wir dann weiter über mehrere Pyrenäenpässe zu einem Stellplatz in den Bergen über La Seu de Gergely, einer Stadt, die von den Römern gegründet worden war. Fuerza, paloma linda, el cielo te va a cuidar. Cuando no salga el sol, mi paloma, tu propia luz te va a guiar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela paloma tan libre como la vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Gestern Abend sind wir an diesem Stellplatz angekommen. Er liegt in der Nähe von Le Seuil d'Urgell. Ich hoffe, ich spreche es richtig raus wieder. Diesmal sind wir ja im Spanischen oder Katalanischen, ich weiß es nicht. Unten liegt der Ort oder die kleine Stadt, die sogar schon ein Bischofssitz von einer eigenen christlichen Gemeinde war, schon im Mittelalter. Hier an dem Ort liegen wir über 1000 Meter hoch, 1100 Meter, das ist ungefähr 500 Meter über dem Ort. Wir sind gestern Abend in der Dunkelheit hier angekommen und da war es schon spannend, diesen schönen Stellplatz in der Natur zu finden. Aber wir konnten uns dann auch gerade hinstellen, es hat geklappt, wir mussten Unterlegkeile drunter stellen und dann ging das. Und heute arbeiten wir, Rula sitzt im Auto und arbeitet schon. Ich werde jetzt dann auch Filme schneiden. Und am Nachmittag wollen wir noch hier in ein kleines Dorf in der Nähe wandern. Nachdem wir am Nachmittag wie geplant einen Spaziergang ins pittoreske Dorf Ortedo gemacht hatten, fuhren wir dann ca. 75 Kilometer weiter bis zu unserem nächsten Stellplatz, wieder inmitten der Natur. So, hier kurz unser Stellplatz, die Umgebung. Das ist ein Stausee. Die Gegend ist wunderschön. Als wir hier gestern Abend, das war noch nicht ganz dunkel, als wir gefahren sind, wir haben 2 Füchse. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, ob das derselbe Fuchs war oder waren mehrere. Und auch viele Rehe haben wir gesehen, aber wir haben so ganz kurz gesehen, wie so ein Reh und ein Fuchs, entweder wollten sie spielen oder nicht. Aber es sah richtig süß aus. Ja, hier. Der Weg geht auch hier tief runter, aber wir haben uns nicht getraut. Ich zeige euch, wie der Weg dann ausschaut. Wir wollten kein Risiko eingehen. Eigentlich in Park Fonite, der Platz war, der da unten ist, aber hier war auch so eine
Hier, diese eine Stelle war leer und das ist eigentlich perfekt. Ja. Wir gehen gemeinsam nach unten und schauen, wie das unten ausschaut. So, der Weg schaut so aus. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, wie wild das ist. Das haben wir einfach sein lassen aber viel haben wir, glaube ich, nicht verpasst. Am späten Nachmittag brachen wir auf. Zunächst mussten wir mal wieder Wasser tanken und dann ging es zu einem Stellplatz bei Lleida, ca. 90 Kilometer südwestlich. Hier haben wir geparkt gestern Nacht. Wir sind wieder spät abends angekommen. Es war schon dunkel. Wir konnten nicht wirklich sehen, wo wir sind oder wie die Umgebung ausschaut. Und heute nach dem Aufstehen habe ich gleich das entdeckt, dass wir vor einer Plantage irgendwie geparkt haben. Und ich habe wirklich gehofft, dass ich Gemüse und all das, was sie haben, kaufen kann. Ich bin reingekommen und habe mit meinem Spanisch, ich habe eigentlich gehofft, dass sie kein Englisch sprechen, dass ich endlich mal ein bisschen Spanisch üben kann. Und in der Tat, eine ganz, ganz nette Dame hat gesagt, nein, das ist nicht zum Verkaufen, aber sie kann mir das geben, was noch da ist. Sie hat gesagt, das ist jetzt nicht die Zeit, wo viel wächst. Und am Ende, ich zeige euch, was ich bekommen habe. Sie wollte überhaupt kein Geld. Sie hat gesagt, das ist für sie, für ihre Familie. Sie hat 2 Kinder und ihr Mann. Und das ist nur privat. So, jetzt nochmal ganz kurz. Das war jetzt mega freundlich. Das trifft so im Herz, vor allem bei mir. Sowas macht mich so glücklich, wenn Menschen so freundlich sind und wirklich ohne nichts in return. Also sie war einfach nur freundlich, Punkt. Und das wird mich begleiten, wirklich lange Zeit, so eine Begegnung. Natürlich war ich sehr glücklich, dass ich auch ein bisschen Spanisch geredet habe, muss ich auch zugeben. Was sieht man da? Okay. Nach diesem kleinen Spaziergang fuhren wir erst einmal nach Lleida und schlenderten ein bisschen durch diese total interessante Stadt. Danach fuhren wir weiter in Richtung Süden und fanden einen Stellplatz mit Blick auf den Fluss Ebro. Von dort aus werden wir morgen zu unserem Freund Alfred weiterfahren. Wir sind hier in Lleida. Das ist wohl die älteste, zumindest eine der ältesten Städte Kataloniens. Die Besiedlung fand schon in der Bronzezeit statt. Vorrömisch war es ein berühmter Handelsort und während der Punischen Kriege auf Seiten der Karthager verloren sie natürlich gegen die Römer und wurden damit dann zu einer römischen Stadt. Augustus gab ihr diesen Stadttitel. Im Hintergrund seht ihr die neue Kathedrale, die im Bürgerkrieg zerstört und dann von Franco wieder aufgebaut worden war. Das ist ein bisschen ein dubioses Zeichen, denn Franco und die katholische Kirche arbeiteten hier sehr eng zusammen. Das Kastell von Lleida stammt aus dem 12. Jahrhundert. Um hier hochzukommen, kann man mit dem Aufzug fahren und der befindet sich in dem Turm dort hinten. Also vor einer halben Stunde sind wir
an unserem Stellplatz angekommen. Der liegt direkt über dem Fluss Ebro, den ihr im Hintergrund seht. Und ja, sind dann gleich hier ein bisschen 400 Meter weiter gelaufen, um den Fluss hier noch von oben zu betrachten. Sind sehr, sehr enge Straße gefahren und ich denke immer, oh, bestimmt sind wir falsch gefahren. Und, Ja, aber das das tust war du. wirklich richtig. Und dann, als wir angekommen sind, da stand ein Truck und dann höre ich bayerisch Servus oder Servus Erdinger. Und ich dachte, hey, hat uns jetzt jemand erkannt? Und woher kam? Aus Oberding, das ist bei Erding. Ja. Gehört zum Landkreis Erding. Ja. Genau. Und sehr, sehr nettes Gespräch haben wir dann mit den beiden gehabt. Und ja, jeder erzählt dann seine Lebensgeschichte. Ja. Sehr, sehr interessant. Die sind seit Wirklich 1997 unterwegs mit ihrem Truck oder mit mehreren Campingfahrzeugen, die haben. Genau. Ja, war sehr interessant. War wirklich sehr interessant. Da sind wir ja totale Anfänger im Vergleich. Und wir haben nur gefragt, ja, wo wart ihr? Und dann haben sie gesagt, ja, überall bis auf 19 Länder waren sie noch nicht, weil der nicht fliegen kann, hat er so gesagt. Schwimmen kann, ja. Schwimmen kann, stimmt. Ja. Der kann aber auch nicht fliegen. Ja, stimmt auch. Ja. Heute fuhren wir nach El Perello, wo wir unseren Freund Alfred besuchten, der zusammen mit seiner Schwester und seinem Schwager hier in einer Finca lebt. Von dieser Finca aus machten wir dann einen Ausflug ans Meer. Zum Wohle. Gestern habe ich eines von den Gläsern geklaut. Ist das jetzt, geht das so ganz sanft hier ins Wasser? Das sieht so aus, als wäre da hinten eine Sandbank. Nein, das sind Sandbänke für Muscheln. Willst du mir dann Austern. Okay. Ja, ohne Löffel? Austern, das ist ja praktisch das Ebro-Delta und das Mittelmeer geht erst da hinten los. Das, okay. das ist jetzt das Ebro-Delta, wie gesagt. Okay. Und irgendwo in der Mitte sind so Sandbänke. Ja, hier sind wir in El Perello oder beziehungsweise am Strand von El Perello. Wir sind heute Morgen hier angekommen und das Wetter ist leider nicht so gut. Die Wellen sind stark, wir sehen es im Hintergrund. Mal sehen, ob ihr überhaupt hört, was ich sage hier. Heute, am zweiten Tag unseres Aufenthaltes in El Perello, nimmt uns Alfred mit nach Tarragona, wo wir uns eine faszinierende Stadt anschauen. Das hier ist die Finca von Alfred und seiner Schwester bzw. seinem Schwager. Ja, eine wunderschöne Landschaft, schöner Ort hier, den sie sich gewählt haben für ihr Alter. Wir stehen hinten rechts oder links, ich weiß nicht, wie das von euch aus ausschaut, und übernachten auch im Auto, aber haben alle Fazilitäten der Finca und genießen unser Leben hier. Heute fahren wir nach Tarragona und schauen uns die wunderschöne Stadt an und morgen wollen wir noch das Gaudí-Museum in Reus anschauen. Ja, wir befinden uns jetzt in der Stadt Tarragona. Eine Stadt, die sich dadurch auszeichnet, dass sie zum einen römisch ist, eine römische alte Stadt, und zweitens zeichnet sie sich durch eine wunderschöne mittelalterliche Struktur mit Stadtmauern und dergleichen aus. Also machen wir heute unseren Spaziergang durch diese
durchaus faszinierende Stadt. Existir, te elijo a ti, te lo voy a repetir, te elijo a ti, siempre voy a insistir, te elijo a ti, ya no quiero sufrir, te elijo a ti. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte, ahora que estás aquí. Hier stehen wir vor der Kathedrale von Tarragona, die im 13. Jahrhundert bzw. 14. Jahrhundert erbaut wurde, begonnen im romanischen Stil, später im frühgotischen Stil. Sieht alles schön aus, aber ich glaube nicht, dass es so mein Geschmack ist. Aber sieht toll aus. Te quiero decir, te elijo a ti, si me dan a elegir, te elijo a ti para poder vivir, te elijo a ti, es lo que me hace sentir, te elijo a ti, te elijo a ti, te elijo a ti, te elijo a ti, te elijo a ti. Am zweiten Tag unseres Aufenthaltes in El Perelló besuchten wir noch die Stadt Reus. Reus ist die Geburtsstadt des Künstlers und Architekten Gaudí. Narrow streets and dusty roads I've lingered on for far too many years. I've wandered down the city taking pity on myself through my fears. All this place ever gave me was a book. Ja, im Hintergrund sehen wir das Gaudí-Museum. Gaudí war ein faszinierender Architekt. Wir haben uns das Museum jetzt gerade angeschaut und sind sehr beeindruckt. Der Name war mir schon bekannt, aber ich konnte ihn nicht wirklich zuordnen. Jetzt weiß ich vor allem, dass er auch vielleicht nicht ursprünglich, aber der hauptsächliche Architekt der Sagrada Familia in Barcelona ist. Und wir werden dieses Gebäude jetzt auf jeden Fall besuchen und anschauen, nachdem wir dieses Museum hier gesehen haben. Also Gaudí ist ein Vertreter des Modernismus und hat viele Kunstwerke hier geschaffen, viele Gebäude hier geschaffen, vor allem auch in Reus, aber auch in der ganzen katalanischen Welt. I was just a kid, but I was spending time with older company. Stories about travel costs a longing to be born inside of me. And like an apple, I will soar through the air. I'll take you with me from this place. Ich werde 1 Kilo schwarze Oliven pflücken. Ich muss aber wirklich in YouTube ein Rezept anschauen. Ich kann auch meine Tante anrufen in Syrien. Sie macht das auch selber und kann vielleicht ein paar Tipps von ihr holen. Das wird mein allererstes Mal sein. Ich habe das noch nie. Ich bin zwar groß geworden, aufgewachsen mit Olivenbäumen. Das war meine Kindheit, aber das wurde immer für uns gemacht. Olivenöl, Oliven wurden eingelegt von Verwandten, Bekannten und immer schmeckte das anders und immer habe ich das geliebt. Nach 3 sehr schönen Tagen in El Perelló, in denen wir interessante Orte in der Nähe erkundet hatten, verließen wir El Perelló wieder
und fuhren zu einem geeigneten Stellplatz in Barcelona, von dem aus wir die Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln besuchen konnten. Ja, heute sind wir in Barcelona angekommen, am Morgen oder am Mittag an einen Stellplatz gefahren, der mit der Metro erreichbar ist, und so sind wir dann in die Stadt gefahren zum Plaza de Catalunya, von dem wir aus nun unsere Stadttour beginnen werden. Freuen wir uns drauf. So, hier ist die sogenannte Rambla, eine lange Straße. Viele Leute links und rechts sind Cafés, Geschäfte, und wir haben so eine Tour bekommen und wir versuchen jetzt die ganzen Sites, die uns vorgeschlagen wurden, zu besuchen, und das ist jetzt eine davon. Wir gehen jetzt in die Markthalle oder Markthallen, weiß ich nicht, rein. Wir waren in mehreren Markthallen bis jetzt, aber das ist jetzt wirklich sehr, sehr crowded. Mal schauen. Aber es muss sein. Und ich freue mich auch. Was sollst du machen? Ja. Musik ist da. Musik ist da. Also wir sind gerade rausgekommen von der Basilica de Barcelona. Beeindruckend, oder? Durchaus, will ich auch so sehen. Diese Kathedrale ist aus dem 14. Jahrhundert, wobei die Fassade sogar aus dem 19. Jahrhundert ist. Aber davor gab es noch zwei weitere Kirchen, deren Fundamente mit eingebaut wurden, und der innere Raum ist, wie gesagt, aus dem 14. Jahrhundert. Also wirklich faszinierend. Man ist einfach weg von der Welt da drin. Ist wirklich etwas wahnsinnig. Ja, und was wollte man noch sagen? Zu den Gänsen wollten wir noch was sagen, oder? Oh ja, am Ende dann waren wie viele? 13 Gänse. Es gibt natürlich so Geschichten. Ja, die 13 Gänse waren schon damals beim Bau der Kathedrale vorhanden, und die haben aufgepasst, dass keiner irgendetwas gestohlen hat. Und das hat sich angeblich haben sie immer so geschrien, wenn jemand kam und wollte die Objekte stehlen, dann haben sie den Wachmann aufgeweckt. Aufgeweckt, so ungefähr. Und deshalb gibt es seit dieser Zeit, seit dem Bau, gibt es die 13 Gänse im Kreuzhof. Wenn eine stirbt, dann warten die Wachmänner, bis eine zweite stirbt, und dann holen sie zwei gleichzeitig. So ist das wird halt anscheinend von den alten Gänsen dann mehr akzeptiert. Ja. Wir werden jetzt gleich Casa Batlló besuchen. Das ist noch ein Gaudí-Bau. Der hier in Barcelona zu finden ist. Genau, das ist direkt hier auf der anderen Seite der Straße. Es fängt jetzt an zu regnen. Aber wir gehen jetzt rein, weil das ist ein historical landmark. Jetzt schauen wir mal, ob wir reingehen, weil das soll ganz schön teuer sein, und zweitens ist es schon spät am
Nachmittag oder wie spät ist es jetzt? Ist schon nach... Es ist 7, bis 8 Uhr hat das auf. Ah, okay. Wir müssen auch noch schauen, morgen Sagrada Familia, 50 € pro Person. Wir sind noch am Hin und Her Ob wir das machen werden, ja genau. Ja, mal schauen jetzt. Also, Geldbeutel wird immer leichter in Barcelona. Barcelona ist teuer. Ja. So, willkommen bei der Sagrada Familia. Nachdem wir oder ich 100.000 Fotos gemacht habe von jeder Ecke, haben wir jetzt eine ruhige Ecke gefunden, wo wir gerne ein paar Informationen Weitergeben. Genau. Wir sind aus der Metro rausgegangen, die Treppe hochgelaufen und man kommt raus und man sieht etwas und dann ist gleich sprachlos. Gut, die Sagrada Familia, die ursprüngliche Idee ist von einem gewissen Buchhändler. Er war zu Besuch in den Vatikan und war sehr, sehr beeindruckt von der Basilika in Loreto und ist zurückgegangen und wollte unbedingt auch eine Kathedrale bauen nach dem Stil von der Basilika in Loreto. Und der ursprüngliche Architekt hat angefangen dann mit dem Bau bis zu seiner Kündigung. Erst dann hat Antoni Gaudí übernommen und das Konzept radikal geändert in seinem Stil. Des Modernismus. Er ist 1925 gestorben und da war die Kathedrale dann nur zu 25% fertig. Ja. Dann hat noch ein Architekt übernommen, das war sein Schüler und ist natürlich dem Stil treu geblieben. Genau. Aber 1936, also im Spanischen Bürgerkrieg, wurden sämtliche Konzepte und Pläne zerstört. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das in den Jahren langsam rekonstruiert. Natürlich in der modernen Zeit ging das ein bisschen besser mit der Hilfe der IT. Nur ganz kurz, warum das so damals schon sehr lange gedauert hat. Angeblich wurde Gaudí gefragt, warum das so lange dauert. Seine Antwort war, mein Klient hat es nicht eilig. Jetzt kann man nur überlegen, wer der Klient ist. Genau. Ja, und das vieles ist eigentlich auf Donations. Ja, genau, ist alles basiert. Spendengelder. Genau. Deshalb dauert es auch so lange. Ja. Angeblich soll sie 2026 dann völlig fertiggestellt sein, wobei... Ist auf einen Teil, es steht geschrieben, geplant im 2034, dass es fertig wird. Ja. Dann schauen wir mal, das werden wir noch erleben. Ja, es ist wirklich wunderschön. Wie gesagt, wir haben uns jetzt entschieden, nicht reinzugehen, weil es ist einfach überteuert. Ja, deswegen wir schauen und genießen das von außen. Von allen Seiten. Von allen Seiten. Aber wer das wirklich besuchen will, vielleicht hilft, dass man zeitig Tickets bucht. Und dann kann man das günstig reingehen. Vielleicht eventuell ist Etwas das günstiger, immer, keine Ahnung. Aber ja. Im Hintergrund seht ihr die Casa Milà. Das ist ein Gebäude Gaudís, das er von 1906 bis 1912 gebaut hat. 1984 wurde es zum Weltkulturerbe erklärt. Besonders bekannt ist das Gebäude für seine Klimatechnik. Gaudí hat Schächte durch das ganze Gebäude gezogen, die sicherstellen, dass das Gebäude kühl bleibt, auch in heißen Sommertagen. Im Volksmund wird es auch Le Petrera genannt, der Steinschlag, was zeigt, dass es am Anfang noch nicht so sehr beliebt in Barcelona war. Noch heute gibt es auch Wohnungen da drin, neben Büros und den Ausstellungsräumen. Im Hintergrund befindet sich der Palau Güell, der auch von Gaudí stammt, allerdings ein Frühwerk von ihm ist, von 1886 bis 1890 erstellt. Wir sind hier im Castel Montjuïc oder so ähnlich und wir sind hier mit den normalen öffentlichen Verkehrsmitteln hochgefahren, können aber leider mit der Teleferik nicht runterfahren, denn die streiken heute. Das Schloss stammt aus dem 17. Jahrhundert und sollte Barcelona schützen. Ich glaube, viel mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen. Pero yo le mando mensajitos que vuelva conmigo otra vez. Pero yo
yo le mando mensajitos. Dile que yo la amo, dile que aquí la espero, aunque pasen los años. Dile que yo la extraño, dile que yo la amo. Che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tu della sei morto per la libertà. Narrow streets and dusty roads I've lingered on for far too many years. I've wandered down the city taking pity on myself through my fears. All this place ever gave me was a boot upon my face when I was down. Give me back my liberty, I'll take my first step to where I'm bound. And like an arrow I will soar through the air. I'll take you with me from this place.